Frohes neues Jahr, liebe Erdlinge und liebe noch Nicht-Veganer. Frohes neues Jahr. Die zum Jahreswechsel wohl am häufigsten gesprochenen, getwitterten, gewhatsappten und geposteten Worte überhaupt. Frohes neues Jahr. Das sagt man so, weil man das halt so sagt, oder? Aber meinen wir das wirklich ernst oder sind das nur noch leere Worte? Klar, irgendwie wünschen wir uns und unseren Mitmenschen schon, dass wir alle ein frohes, ein besseres neues Jahr erleben werden als das letzte. Aber was genau meinen wir eigentlich damit? Erfolg im Beruf, Glück in der Liebe, Spaß am Leben oder so als 2020er Special das baldige Ende der Pandemie? Ich persönlich habe diese Worte dieses Neujahr nur ganz zögerlich und spärlich eingesetzt, denn sie sind mir förmlich im Hals stecken geblieben. Seit ich mich intensiv mit dem Zustand unseres Planeten auseinandersetze, muss ich leider beobachten, wie es jedes Jahr buchstäblich immer schlimmer wird. Im Jahr 2019 wurden weltweit 121.500 Quadratkilometer Wald absichtlich gerodet. Und in 2020 wurde dieser Wert dank Jair Bolsonaros Machenschaften sicherlich nochmals übertroffen. Doch dazu liegen leider noch keine abschließenden Zahlen vor. 80% dieser Brandrodungen fanden allein für Tierfutterplantagen und Nutztierweiden statt. Diese Brände haben binnen kürzester Zeit nicht nur tonnenweise CO2 freigesetzt, welches über Jahrhunderte aus der Atmosphäre gebunden worden war, sondern haben mit diesen Urwäldern auch dauerhaft die Fähigkeit vernichtet, in Zukunft CO2 zu binden. Der Ruß dieser Brände legt sich wie ein schwarzer Schleier über die entfernten Eisflächen an den Polen, verringert ihre Fähigkeit, Sonnenlicht zu reflektieren und beschleunigt so die Eisschmelze. Die Düngemittel, die wir auf den gerodeten Flächen für Tierfutter einsetzen, setzen Lachgas frei, ein Treibhausgas, das die Erde 256 Mal stärker aufheizt als CO2. Und die Rinderherden, die auf den gerodeten Flächen weiden und in aller Welt in der Massentierhaltung mit dem angebauten Tierfutter gemästet werden, emittieren Methan, welches die Erde in den nächsten 10 Jahren 120 Mal stärker aufheizt als CO2. Hinzu kommen die CO2-Emissionen der Rodungsmaschinen, der Pestizidflugzeuge, der Erntemaschinen, der Futtermittelfrachter, der Beheizung oder Kühlung von Ställen, der Tiertransporter und der Energie, die in Schlachthäusern und in der Kühlkette bis zum Endverbraucher verbraucht wird. Und das alles nur für Fleisch, Milch und Eier. Denn für eine rein pflanzliche Ernährung der Menschheit bräuchten wir viel weniger Fläche und dementsprechend viel weniger Dünger und keine weiteren Brandrodungen. Im Gegenteil, wir könnten sogar eine Fläche in der Größe Afrikas freigeben, um dort wieder CO2-Senken aufzuforsten. Außerdem emittieren pflanzliche Nahrungsmittel nur einen Bruchteil an Treibhausgasen. Und wir wissen doch, dass wir dringend unsere Treibhausgasemissionen reduzieren müssen, um die globale Erhitzung abzubremsen. Die Carbon Budget Uhr, die anzeigt, wie lange wir mit unseren Emissionen noch weitermachen können, bis wir das überlebenswichtige 1,5 Grad Ziel verfehlen, ist kurz vor Silvester auf unter 7 Jahre gesprungen. Und wie ich bereits mehrfach in meinen Videos erklärt habe, ist die Zeit, die uns in Wirklichkeit noch bleibt, höchstwahrscheinlich viel kürzer. Wälder brandroden und Treibhausgase wie Methan und Lachgas produzieren, die von der Natur nicht gebunden werden können, um ein Steak oder ein Stück Käse zu genießen, ist jedenfalls das exakte Gegenteil von dem, was notwendig wäre, um das Schlimmste zu verhindern. Die durch die Tierprodukteindustrie beschleunigte globale Erhitzung verursacht Dürren und Hitzewellen und begünstigt zusätzliche unbeabsichtigte Waldbrände. Die Kollateralschäden des Tierproduktekonsums, könnte man sagen. Bei den Buschfeuern in Australien zwischen Oktober 2019 und Februar 2020 zum Beispiel gingen 169.000 Quadratkilometer Wald in Flammen auf. Hinzu kamen die Waldbrände in den USA mit Rekordflächen von 41.000 Quadratkilometern sowie die in den letzten Jahren immer länger anhaltenden und immer größeren Waldbrände in Sibirien. Allein im Juli 2020 brannte es dort gleichzeitig auf einer Fläche von 19.000 Quadratkilometern.
Auch diese Brände emittieren megatonnenweise CO2, vernichten CO2 senken und befeuern zusätzlich die globale Erhitzung. Die Asche der sibirischen Waldbrände zum Beispiel verdunkelt dort die Erde, heizt sie stärker auf und lässt die Permafrostböden umso schneller auftauen, was wiederum zusätzliche gigantische Mengen an Methan freisetzt. Aber das waren bei weitem nicht alle Brände. Und es ist auch keine tragische Ausnahme, wenn es mal brennt. Das Bild der brennenden Erde auf den Plakaten der Fridays for Future Bewegung erscheint vielleicht immer etwas übertrieben plakativ. Doch die Erde brennt tatsächlich, permanent. Auf der Seite des Global Forest Watch kann man jederzeit nachschauen, wo auf der Welt es gerade brennt. Und jetzt gerade brennt es zum Beispiel überall hier. Allein bei den Buschfeuern in Australien verbrannten etwa 3 Milliarden Tiere bei lebendigem Leib oder verloren ihren Lebensraum. Und es ist unvorstellbar, wie viele Mitgeschöpfe in den anderen Bränden weltweit ständig ihr Leben oder ihr Zuhause verlieren. Und doch bin ich mir sicher, dass trotzdem weitaus mehr Tiere durch Menschenhand für Tierprodukte sterben. Denn jährlich werden 65 Milliarden Landtiere und schätzungsweise 85 Milliarden Meerestiere von uns gefangen gehalten, ausgebeutet und getötet. 4756 Leben pro Sekunde. Und seit Beginn dieses Videos über 1.870.000. Würden wir in diesem Tempo Menschen töten, dann wäre die gesamte Menschheit in 19 Tagen ausgelöscht. 2019 schon schlug der Internationale Biodiversitätsrat Alarm, dass 1 Million Tier- und Pflanzenarten vom Aussterben bedroht sind und das Netz der Artenvielfalt, wie sie es nennen, kurz davor ist zu reißen. Und unser destruktiver Umgang mit unserer Mitwelt und unseren Mitgeschöpfen, getrieben insbesondere durch unser Verlangen nach Fleisch, Fisch, Milch und Eiern, ist die Hauptursache dafür. Damit zerstören wir das Gleichgewicht unseres Ökosystems, beschleunigen die globale Erhitzung und sprengen zahlreiche planetare Belastungsgrenzen. Wir essen uns förmlich unsere Lebensgrundlagen weg. Der Emissions Gap Report aus Dezember 2020 zeigt, dass wir aktuell auf mindestens 3 Grad Erhitzung in 2100 zusteuern. Anders ausgedrückt bedeutet das das Ende fast allen bekannten Lebens auf Erden, Menschheit inklusive. Was haben wir also von Erfolg im Beruf, Glück in der Liebe oder Spaß am Leben, wenn um uns herum unsere Lebensgrundlagen kollabieren? Wenn wir auf dem besten Weg sind, auszusterben. Wenn wir mal wirklich die Augen aufmachen für das große Ganze, dann sehen wir in beängstigender Geschwindigkeit den Weltuntergang auf uns zurasen. So schnell, dass unsere Kinder garantiert und Menschen unter 60 Jahren höchstwahrscheinlich live miterleben, wie unsere Zivilisation an Umweltkatastrophen, Hungersnöten und Kriegen zusammenbrechen wird. Meinen wir wirklich, das alles wird von alleine besser, nur weil wir uns ein frohes neues Jahr wünschen? Und wie soll es besser werden, wenn wir alle weiterhin genau das tun, was uns überhaupt erst an diesen Punkt gebracht hat? Selbst ein Ende der Pandemie wäre nur ein kurzer Lichtblick, züchten wir in den Ställen der Massentierhaltung doch bereits die nächste. Albert Einstein sagte sehr treffend dazu, die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu belassen und gleichzeitig zu hoffen, dass sich etwas ändert. Wenn wir uns wirklich ein frohes neues Jahr wünschen, dann müssen wir dafür auch etwas tun. Wir müssen es besser machen als bisher. Und das bedeutet, wir müssen uns verändern. Wir alle, auch du. Auf die Frage, was ist die effektivste und wichtigste Sache, die Menschen in ihrem persönlichen Leben verändern können, um zu helfen, den Planeten zu retten, antwortete Greta Thunberg in einem Interview im Oktober 2020 Folgendes. Da gibt es nicht nur eine Sache. Wir müssen alles tun, was wir nur können. Wir haben nicht die Zeit oder genug CO2-Budget übrig, um darüber zu diskutieren, was nun besser oder schlechter ist oder was zuerst getan werden sollte. Wir müssen einfach alles tun, was uns möglich ist.
Aber wenn ich nur eines nennen sollte, wäre es, dass wir versuchen müssen, das Problem zu begreifen, dass wir uns so gut wie möglich dazu bilden müssen, möglichst viel darüber lesen müssen und diese Informationen dann anderen weitergeben und das Gefühl verbreiten müssen, dass wir uns in einer ernsten Krise befinden. Denn wenn man das Problem versteht, wenn man erstmal die Tragweite davon versteht, dann weiß man auch, was in seinem eigenen Alltag dagegen zu tun ist. Außerdem müssen wir aktive, demokratische Bürger sein. Wir müssen auf die Straße gehen, wir müssen Druck ausüben auf die Menschen an der Macht. Und dann sagte sie, und es gibt auch viele, viele Dinge, die wir in unserem Alltag tun können, wie vegan werden, nicht mehr fliegen, keine neuen Sachen mehr kaufen. Es gibt unzählige Dinge, die du tun kannst. Und das Wichtigste, der erste Schritt ist es wirklich zu verstehen. Verstehen, warum diese Veränderungen notwendig sind. Also fassen wir nochmal zusammen. Erstens, mach dich schlau. Zweitens, begreife, dass es um nichts Geringeres als das Überleben der Menschheit geht. Drittens, werde vegan. Das ist die effektivste und einfachste Sache, die du tun kannst. Viertens, verzichte auf Flugreisen oder Kreuzfahrten. Nichts leichter als das. Fünftens, minimiere deinen Konsum, egal ob Waren, Ressourcen oder Energie. Sechstens, gehe raus und sag es allen. Und siebtens, übe Druck aus auf die Mächtigen. Zu letzterem haben wir übrigens dieses Jahr in Deutschland eine ganz besondere Gelegenheit, die Bundestagswahl. Ich möchte wirklich niemandem vorschreiben, wen er oder sie zu wählen hat, aber wenn wir Veränderungen wollen, dann sollten wir auf jeden Fall wählen gehen und wir sollten definitiv nicht die wählen, die uns in den letzten Jahrzehnten den ganzen Schlamassel eingebrockt haben, oder? Und vorzugsweise sollten wir natürlich auch nicht die wählen, die es nur noch schlimmer machen würden. Ihr wisst schon, wen ich meine, oder? Wenn wir das alles beherzigen und alle zusammen mit anpacken bei diesem ultimativen Projekt Überleben der Menschheit, dann wird es vielleicht wirklich ein frohes neues Jahr. Denk mal drüber nach.